Beste Grüße, hier ist wieder dein Markus aus Alanya, heute aber aus Antalya. Vielleicht hast du es schon erkannt, ich drehe auch gleich die Kamera, wo wir sind. Und wenn du mir fleißig folgst, dann weißt du Bescheid, denn tatsächlich, es geht um den Aufenthalt. Meine Schwiegermama, sie braucht ihren Rentenbescheid apostilliert. Und da der nur überbegläubigt war aus Deutschland, muss der hier gestempelt werden. Das heißt, für den Aufenthaltstitel für Rentner, das muss apostilliert werden aus Deutschland im besten Fall. Und dann muss das hier ins Türkische übersetzt werden und dann nochmal notariell beglaubigt werden. Also ihr merkt, in der Türkei, es wird sehr genau genommen. Und nicht nur in der Türkei, sondern eigentlich weltweit sind die sehr streng geworden mit den ganzen Unterlagen. Das hat nämlich den Hintergrund, das wurde uns zumindest so gesagt, dass viele Menschen die Dokumente teilweise gefälscht haben. Gerade aus Ländern, aus so Schurkenstaaten könnte man auch sagen, wie zum Beispiel aus dem Irak oder Iran, sagt man ja auch so, ja, Schurkenstaat. Und dementsprechend sichert sich die Türkei in dem Fall ab. Und deswegen sind wir jetzt hier in Antalya, wo wir in Antalya Lara zur Botschaft gehen, beziehungsweise meine Schwiegermama, sie ist gerade drinne. Wir können da gar nicht rein. Sie muss das alleine regeln, kostet 35 Euro. Sie bekommt einen Stempel, das ist nicht apostilliert, dementsprechend nur ein Stempel von der deutschen Botschaft. Und dann geht es weiter zu einem Rathaus in Antalya, nein, in Alanya, so rum, genau. Und dann wird es dort nochmal gestempelt. Und erst dann, also nachdem wir 2 Stempeln haben, kann das ins Türkische übersetzt werden. Ja? Hier hinten ist die Botschaft, da wo der Bus ist. Da, genau, hier ist die Sicherheitsschleuse. Und dann geht man da rein. Und erst dann kann das ins Türkische übersetzt werden und dann darf das vom Notar beglaubigt werden. Also wirklich ganz, ganz krasser Aufwand. Ein weiterer krasser Aufwand ist aber hier in der Türkei das Fahrzeugthema. Da hatte ich auch vor einigen Tagen, einigen Wochen einen Bericht gemacht in Bezug auf, jetzt wird es aber langsam extrem teuer in Bezug auf die Autos hier in der Türkei. Denn man muss natürlich wissen, du kannst als Deutscher ohne Probleme dein Fahrzeug hier reinfahren und theoretisch gesehen 2 Jahre hier fahren. Auch wenn du Ikamet natürlich hast oder wenn du Deutsch-Türke bist, dass du eine Mavi-Card hast, kannst du auch den Wagen 2 Jahre hier fahren. Solltest du aber den Wagen einmal rausfahren innerhalb der 2 Jahre, kann der Wagen nicht wieder reinfahren. Ja? Da gibt es verschiedene Meinungen, aber ich habe es jetzt erst letztens wieder up-to-date gehört. Da wurde quasi Gelder so unter der Hand quasi gegeben, damit das funktioniert. Also, das muss man dann wissen. Und dann ist es so, wenn du aber sagst, pass auf, ich möchte mit meinem deutschen Fahrzeug, weil es ja günstiger ist als hier in der Türkei, länger als 2 Jahre hier fahren, dann kannst du das Fahrzeug, das deutsche Fahrzeug, auf Türkisch melden. Dann gibt es hier in Antalya den sogenannten Automobil-Touring-Club und dort kannst du den Wagen dann schätzen lassen, wie viel der Wagen in der Türkei Wert hat und dementsprechend der Zeitwert muss hier noch als Kaution hinterlegt werden. Und da habe ich das Beispiel der A-Klasse erwähnt und da war das eben so, dass $5.000 hinterlegt werden sollten. Da hat sich der Wert jetzt auch nochmal geändert. Aber jetzt ist es soweit, dass derjenige den Wagen verkaufen möchte. Und der Wagen kann nur verkauft werden, dieser ehemalige deutsche Wagen, der jetzt auf Türkei gemeldet ist, dass du entweder auf Studenten verkaufen kannst, Rentner verkaufen kannst oder eben als dritten Punkt als Arbeitnehmer an Menschen, die in der Türkei arbeiten. Und jetzt kommt aber noch der Clou. Weil meine Information war so, und ich habe einfach nicht weiter gedacht, es ist ja ursprünglich ein deutsches Fahrzeug, auf Türkisch gemeldet. Und das bedeutet, dass du es eben nicht an Türken verkaufen kannst. An Einheimische hier in der Türkei kannst du es nicht verkaufen. Das bedeutet, du musst es aus rechtlichen Gründen an Studenten aus dem Ausland verkaufen oder eben an Rentner aus dem Ausland oder eben auch an Arbeitnehmer aus dem Ausland. Und diejenigen aber dürfen nicht länger als ein halbes Jahr schon in der Türkei gewesen sein. Das bedeutet, ich zum Beispiel bin jetzt schon über 2 Jahre oder über ein halbes Jahr in dem Fall in der Türkei und ich zum Beispiel kann diesen Wagen nicht kaufen
auch wenn ich Rentner, Student oder Arbeitnehmer hier wäre in der Türkei, weil ich schon über ein halben Jahr hier drinne bin und dementsprechend als Grundvoraussetzung muss der potenzielle Käufer eines deutschen Fahrzeuges, was in der Türkei umgemeldet worden ist auf Türkisch, also M-Plakette, Musafer, das bedeutet, der muss frisch sein. Und das ist krass, oder? Was sagst du dazu? Das sind alles so rechtliche Hürden, die das Ganze natürlich auch in der Türkei erschweren. Und das ist auch ein Grund und nur ein weiteres Beispiel für Menschen, die sagen, das ist mir alles zu bürokratisch. Naja, in Deutschland, wir kennen das eigentlich alles, aber da ist das, was diesen Bezug angeht mit Autos, nicht so drastisch. Und dementsprechend muss man sich das gut überlegen, wie man das auch mit dem Fahrzeug dann macht. Ja, und vielleicht hast du ja noch einen anderen Tipp, vielleicht hast du noch ein paar andere Informationen, du darfst es gerne in die Kommentare natürlich reinschreiben und ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich persönlich finde es krass, weil es ist einfach schon wieder so ein herber Beigeschmack von Ausländerunfreundlichkeit dabei. Die Türkei möchte einfach, dass wenn du hier lebst, im besten Fall, dass du ein Fahrzeug fährst, was du in der Türkei gekauft hast. Damit natürlich auch die Gelder, die Steuern, die Luxussteuern natürlich, was extrem diesen Wert eben von dem Wagen nach oben schießen lässt oder den Preis, dass das bezahlt wird. Und dementsprechend muss man sich das gut überlegen, ob das einen Sinn macht. Das heißt nochmal als Zusammenfassung, wenn du jetzt als Auswanderer mit einem deutschen Fahrzeug hier reinkommst, dann musst du mit dem Wagen 2 Jahre hier drinnen bleiben. Das bedeutet, du kannst nicht nach 1,5 Jahren oder nach 6 Monaten mal sagen, egal, ich fahre jetzt einfach mal über die Grenze nach Aserbaidschan oder Georgien in dem Fall, Landesgrenze, oder nach Bulgarien, nach Griechenland zurück und komme dann wieder rein. Nein, das geht nicht. Du musst mit dem Wagen dann hier drinnen bleiben. Der Fall, den ich erzählt habe mit gerade eben so, die sind raus, die haben hier gut was hingelegt. Und das kann man sich dann natürlich sparen. Und dementsprechend, das muss man auf jeden Fall auch beim Punkt Auswandern in die Türkei speziell beachten. Wie das ist, wenn du als Durchreise fungierst, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke schon, dass du durch die Türkei durchreisen kannst, in Bulgarien reinfährst, durch die Türkei ein paar Tage fährst und dann weiter nach Aserbaidschan oder Georgien. Aber wie ist das dann mit der Rückreise? Vielleicht hast du so eine Erfahrung gemacht, vielleicht kennst du jemanden, der so eine Durchreise gemacht hat. Vielleicht ist das kein Problem. Aber ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass dann doch sowas auch zum Problem werden kann hier in der Türkei. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Als letzten wichtigen Punkt noch in Bezug auf Autos: Wenn du ein deutsches Fahrzeug auf türkische Plakette umschreiben möchtest, dann muss das innerhalb von 6 Monaten nach Einreise sein. Ja, das bedeutet, heute zum Beispiel reist du ein, weil du türkische Wurzeln hast, Mavi-Card, oder du hast jetzt auch die Ikamet schon beantragt, warst über ein halbes Jahr draußen und kommst jetzt mit dem deutschen Fahrzeug rein, dann musst du ab heute spätestens in 6 Monaten das deutsche Fahrzeug auf türkische Plakette umgeschrieben haben. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig, diesen Punkt zu beachten, weil es kommen viele auf die Idee, oh, ich habe jetzt 2 Jahre voll gemacht in der Türkei, ich muss jetzt raus, habe keinen Bock rauszufahren und deswegen will ich den Wagen jetzt umschreiben lassen. Das funktioniert nicht. Dass du natürlich dann dementsprechend auch gewisse Kaution zu hinterlegen hast, das hatte ich gesagt. Das wird immer dann geschätzt von diesem Automobilclub. Und das wird nicht wenig sein. Dementsprechend ja, bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, was du davon hältst. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Deine Meinung, dein Kommentar. Und aber auch ganz klar, natürlich kannst du dir das Video teilen und ein kostenloses Abo dalassen. Jawohl. Dementsprechend beste Grüße heute aus Antalya. Euer Markus.